Ich bin hier in Medjugorje und bin mit dem Bischof. Ich heiße Donald McKeown, ein irischer Name. Ich bin Bischof vom Bistum Derry im Norden Irlands, war schon jahrelang auch Weihbischof in Belfast, jetzt seit 10 Jahren Bischof von Derry. Und das erste Mal hier in Medjugorje? Ja, mehr oder weniger. Einmal war ich hier 2 Tage lang hier, kurz auf Besuch, aber nicht auf Pilgerfahrt. Jetzt zum ersten Mal bin ich in Medjugorje mit 35 jungen Leuten, wunderbaren jungen Leuten, die mitgemacht haben, die gebetet haben, die still geblieben sind, die gelacht haben, die Quatsch gemacht haben. Aber für die ist es eigentlich eine sehr positive Erfahrung gewesen und für mich auch. In welcher Weise für Sie persönlich? Das, was mich so schnell beeindruckt hat, war am ersten Abend. Wir sind nach einem langen Tag, nach einer langen Fahrt von Derry bis nach Dublin, bis nach Split, bis nach hierher. Nach einem langen Tag sind wir hier abends angekommen und ich bin zur Anbetung angekommen und da saßen Zehntausende von Leuten in Stille. Hat keiner was gesagt. Das hat mich wirklich vom Anfang an beeindruckt. Hier sind Leute, die beten wollen, die eigentlich ihr Leben offen machen wollen für die Gnade Gottes, für das Wirken Gottes in ihrem Leben, die Frieden suchen, die Freude suchen, die Versöhnung suchen, die Gemeinschaft suchen. Und darunter waren nicht nur viele Leute, sondern viele junge Leute und viele junge Familien mit Kindern. Das hat mich auch beeindruckt. Und nach dem ersten Abend ist alles so schön gelaufen. Wir waren dreimal auf die Pilgerfahrt in die Berge hinauf. Das war auch sehr positiv. Die jungen Leute wollten mitmachen, unbedingt. Wir sind zum Kreuzberg zum Beispiel 1:45 in der Nacht losgelaufen und waren da oben für die Messe. Und die haben gesagt, natürlich machen wir mit. Diese jungen Leute mit 17, 18 Jahren, die gern mitgemacht haben. Also das hat mich auch beeindruckt. Wenn wir sagen, macht etwas Hartes, macht etwas Schwieriges, macht etwas, was viel von euch fordert und da werdet ihr eure Freude entdecken. Und das ist auch ein Teil meiner Erfahrung hier in Medjugorje. Ein Ort der Stille und des Gebetes und des Fastens auch. Das ist ein sehr wichtiger Ort für die Erneuerung unseres Europas. Europa ist eigentlich im Stich in von so vielen Hinsichten her. Es ist im Stich und wenn durch die Stille, durch das Gebet, durch die Verbindung mit Jesus auf dem Kreuz und auch in der Eucharistie werden diese wunderbare Europa wieder mal eine neue Hoffnung, eine neue Identität, eine neue Hoffnung für die Zukunft entdecken. Und Medjugorje ist eine Gabe für die ganze moderne katholische Kirche, auch für den synodalen Weg. Wir müssen immer die Richtung Jesus suchen, nicht unsere Richtung. Der führt uns immer nicht in eine Richtung, wo wir uns wohlfühlen und etwas sehr, sehr schön und gemütliches. Er führt uns zum Kreuz hin und erst durch das Kreuz bis zur Auferstehung. Und kann das sein, ich habe auch das Gefühl, dass die Beichte in Medjugorje sehr, sehr wichtig ist. Dass die Leute sich mit sich selbst versöhnen, mit anderen versöhnen. Was würden Sie Leuten sagen, die vielleicht Angst haben, zur Beichte zu gehen und waren lange nicht mehr denken, es ist wie früher, man muss in ein dunkles Zimmer gehen und vielleicht ist irgendwas dazwischen, man sieht den anderen nicht. Und es ist ja heute nicht mehr so. Was würden Sie den Leuten sagen? Die kommen hier massenweise zum Beichten. Die werden bestimmt ohne weiteres einen Priester finden, den sie niemals im Leben sehen werden. Ich habe heute wieder mal gebeichtet. Es kam zu mir einer, der Italienisch sprechen wollte. Ich habe ihn verstanden, habe ihn beantworten können, aber die Leute wollen die Wahrheit über ihr eigenes Leben sagen. Und viele verstecken so viele Geheimnisse irgendwo ins Dunkel. Die stecken das irgendwo da hinten. Und es verschwindet aber nie das Dunkle da im Leben. Die suchen die Freiheit, die von der Wahrheit herkommt. Und die Beichte ist ja sehr wichtig, wenn wir eigentlich zurechtkommen mit uns selbst, mit anderen Leuten und dann auch mit dem lieben Gott. Erst durch die Wahrheit, durch die unbequeme Wahrheit werden wir Heilung finden. Und das wird hier massenweise angeboten. Genau. Und man kann zu sich selbst finden, sich selbst wieder annehmen, lieben und dann kann man auch andere lieben. Ja. Aber viele Leute, gerade in Deutschland, denken,
dass Gott der Vater ein alter Mann ist mit einem weißen Bart, der nur wartet, dass wir einen Fehler machen, dann schickt er uns in die Hölle. Und so ist er nicht. Das hat ein Diakon aus Österreich gesagt, es ist ein diabolisches Bild von Gott dem Vater, der ist ganz anders. Wie ist der wirklich? Natürlich, wie zum Jahr der Barmherzigkeit. Jesus ist das Gesicht des barmherzigen Vaters. Das ist ja wichtig, dass wir das Lächeln, dass wir das schöne Gesicht, das auf uns lächelnde Gesicht Jesus sehen können, der eigentlich die Liebe, die Versöhnung, die offenen Arme vom lieben Gott Vater sichtbar macht für uns in unserem eigenen Leben. Und bloß, er sagt, ich nehme dich an, wo ich dich finde. Ich will nicht, dass du da bleibst, aber ich fange mit dir an, wo du dich befindest. Egal wie du am Stich sitzt, egal wie schrecklich das Leben gewesen ist, egal wie du dich selbst hasst, wegen das, was in deinem Leben vorgekommen ist. Der Jesus wartet auf dich, wo du dich befindest, genau wo du bist. Und mit der Wahrheit kann er dich von den Fesseln der Vergangenheit befreien und sagen, es gibt Hoffnung, es gibt Freude, es gibt Versöhnung. Nicht nur mit dir selbst, sondern auch mit anderen Leuten, egal wie schrecklich das Leben gewesen ist oder was du gemacht hast oder was andere dir gemacht haben. Dich selbst zu lieben. Mit anderen, mit dir selbst und mit dem lieben Gott. Und das schafft Hoffnung. Und heutzutage, im heutigen Europa, brauchen wir unbedingt sehr viele Hoffnung und sehr viel Versöhnung mit der Vergangenheit. Ja, genau richtig. Und unser Glaube sagt dann, wenn wir in der Gnade sind, dann können wir zur Kommunion gehen. Viele Leute scheinen nicht mehr zu verstehen, was die Eucharistie ist. Ja, ich komme aus Irland, wie gesagt. Und die verschiedenen irischen Heiligen wie der Kilian und der Columban und der Virgil, die kamen in Europa, um Europa neu zu evangelisieren. Es gab schon vor ihrer Zeit, den Glauben auf dem europäischen Festland war eigentlich verschwunden. Und dann haben die gesagt, wir bringen wieder mal eine Neuevangelisierung von Europa. Das brauchen wir heute. Nicht, weil wir stark werden wollen, sondern weil Europa Hoffnung braucht. Und die einzige Hoffnung für die Zukunft kommt von Jesus Christus, von der Liebe Gottes, was wir in Jesus Christus finden und was wir hier auf jeden Fall in Medjugorje sehr oft, sehr klar entdecken können. Genau, die Liebe, dass wir unendlich geliebt sind Ja. und wir uns selbst annehmen können, Ja. wie wir sind, mit den Fehlern, allem drum, mit unserer Geschichte. Auch wenn wir uns selbst nicht lieben können. Ja. Es gibt so viele Leute, die sich selbst hassen. Ja. Und das verstecken sie irgendwie. Ja, mit ich habe das in einem- mir selbst gesehen. Überraschend. Ja. Ja? Und es gibt viele Leute, die süchtig geworden sind Ja. in allerlei, mit dem Alkohol, mit den Sex. Drogen, mit Pornografie, mit Sex. Und die selbst nicht vergeben können und sagen, ich habe keinen Wert. Es gibt keinen, der mich eigentlich Lieb für hat. wertvoll Auch, halten könnte. ja. Und der Herr liebe Gott sagt, ich halte dich für wertvoll. Egal wo du gewesen bist. Und das sieht man auch in vielen Fällen im Evangelium. Jesus hat nicht geschrien, du hast was gemacht, du schreckliche Dame, du Scheißding. Er hat das nicht gesagt. Er sagt, die Liebe Gottes, des Vaters, wartet auf dich. Er will dich heilen. In allen den Aspekten des menschlichen, deines menschlichen Lebens, deines einmaligen menschlichen Lebens. Das Leben ist einmalig für alle. Und bloß durch die Wahrheit und die Beichte kommen wir zur Heilung. Genau, mit jemandem mal aussprechen, drüber reden. Ja. Und jemand gibt eine eine Gegenerfahrung. Ja. Und dass wir irgendjemand uns eigentlich wahrnimmt, Ja. zuhört und nicht sagt, du hast was gemacht. Das Genau. es gibt zum Beispiel, ich weiß von Irland aus, nach 30 Jahren Konflikt, gibt es viele Leute, die eigentlich nicht zurechtkommen mit dem, was sie selbst gemacht haben, was sie selbst gesehen haben, was sie gelitten haben. Und wenn man die Wahrheit nicht wahrnimmt, dann kann man sie selbst nicht wahrnehmen. Alles, was in der Vergangenheit sich versteckt, hat mit meiner Identität zu tun. Und alles muss rauskommen und geheilt werden. Und wir können aus dem Dreck der Vergangenheit eigentlich ein neues Fundament schaffen für eine Zukunft. Sonst kehren wir immer zur Vergangenheit zurück
als ob wir wieder mal ins Gefängnis kämen und sagen, da finden wir Wachen, um uns selbst zu bescheinigen und andere Leute zu bescheinigen und Wut loszuwerden. Und es kommt nicht weg. Bloß durch die Wahrheit, durch die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes, können wir Versöhnung kriegen. Und Europa braucht Versöhnung, nicht mehr Krieg. Genau, genau. Was kann ich sagen? So schön. Und was würden Sie Leuten jetzt sagen, warum sollen die mal nach Medjugorje kommen? Der liebe Gott in allen Jahrzehnten oder Jahrhunderten auf jeden Fall gibt uns Orte, wo wir hinkommen können, als frische Brunnen für unsere Pilgerfahrt, für unseren Exodus von der Sklaverei zur Freiheit hin, zum verheißenen Land hin. Ja, vom Selbsthass, von wo man auch immer steckt, Ja. feststeckt. Und man sieht das überall in Europa, durch Süchte, durch die Tatsache, dass wir mehr Tote als Geburten haben. Wir sind ein sterbendes Kontinent. Ja. Das ist, Und bringen noch Das unsere ist- eigenen Kinder um. das ist klar. Ja. Wir sind ein Kontinent, was eigentlich eine neue Hoffnung braucht. Und Medjugorje ist für uns in diesem Jahrzehnt, in diesen Jahrzehnten, ist noch eine neue Stätte der Hoffnung, der Versöhnung, der Erneuerung für die Kirche. Wunderschön, wunderschön. Und wir sitzen hier genau vor der Kapelle des Lebens. Im Hintergrund die Mutter Gottes, die sagt, ich bin Frieden und sie gibt uns Frieden in Medjugorje. Kommt einfach selbst mal hierher, schaut euch das mal an, oder? Genau. Richtig. Und vielleicht betet dann auch den Rosenkranz. Was ist die Schönheit vom Rosenkranz? Viele Leute beten hier den Rosenkranz, jung, alt, alle. Ja, und die Rosenkranz ist kein marianisches Gebet in dem Sinn. Wir nehmen Teile aus dem Evangelium, die Grüßworte vom Gabriel und von Elisabeth zu Maria, stammen aus dem Evangelium. Das ist kein katholisches Gebet, das sind Wörter aus der Heiligen Schrift. Und wir schauen auf die verschiedenen Geschehnisse im Leben Jesu durch die Augen von der, die ihm am meisten geliebt hat. Und ihm das Leben gegeben hat. Das Leben gegeben hat. Die Verkündigung, Besuch bei Elisabeth und so weiter. Die ganze Heilsgeschichte im Leben Jesus in Partnerschaft mit Maria, die sagt, schau mal auf mein Kind. Schau, was ich gelitten habe, was er gelitten hat, was er euch anbietet. Macht, was er euch sagt, wie sie zu den Dienern in Kana in Galiläa gesagt hat. Macht, was er euch sagt. Sie führt uns zu Jesus. Und haben Sie auch den Eindruck, die Mutter Gottes sagt hier, weil mich sprechen Leute an, ich habe das selbst gesehen, er kommt nach Deutschland, ihr Land zurück und hat nicht mehr diesen Geist von Medjugorje. Und die Mutter Gottes sagt, Gebetsgruppen zu machen, sehen Sie das auch so? Man braucht unbedingt Unterstützung von anderen Leuten. Allein schaffen wir das nicht. Wir sind das Leib Jesus. Wir brauchen einander. Die Kinder brauchen die Eltern brauchen die Kinder, die Nachbarn brauchen einander. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es so viel Verlassenheit gibt. Die Leute kennen die Nachbarn nicht. Wir brauchen kleine Gemeinschaften, die sagen, nein, wir wehren uns gegen diese Einsamkeit. Wir wollen Gemeinschaft bauen. Wir wollen Freundschaftskreise bauen. Wir wollen die Liebe Jesu feiern, besser verstehen und das weitergeben. Und das brauchen wir unbedingt, wenn man hier eine schöne, positive Erfahrung gehabt hat. Und dann kommt man zu Hause und sagt, wie kriege ich Unterstützung? Es gibt in fast jedem Ort gibt es Leute, die eigentlich solche Erfahrungen auch gehabt haben. Sucht die aus. Ja. Lade Leute ein zu deinem Haus und sagt, komm, können wir Kaffee trinken, können wir was besprechen, können wir klein anfangen und dann mal sehen, was der liebe Gott daraus machen will. Wie mit dem Interview. Was kann ich sagen? Können Sie einen kurzen Segen geben für die Leute, die das Video schauen? Das mache ich gern auf Gälisch. Ja. Englisch ist meine Muttersprache, aber Gälisch sprechen wir auch in Irland. Ja. Meine Giela kocht das Schiff und Taher und Mach, Agus und Spirit Leave. Amen. Dankeschön für dieses wunderschöne Interview. Gern geschehen.